Hallo, du hörst den Podcast Writer Statement mit Stefanie Rehn, ich bin Drehbuchautorin und Showrunnerin. und Fituro Musaki, ich bin Drehbuchautorin und Regisseurin. Und in dieser Folge sprechen wir über Das Etablieren in der Branche. Etablieren. Was bedeutet das überhaupt? Ich frage mich dann auch immer, ist das richtig erfolgreich sein, Preise gewinnen? Und als Newcomerin hast du ja ständig irgendwie diese Frage im Nacken sozusagen. Ich finde es schwierig, das tatsächlich so zu definieren. Ich glaube, weil es für jede Person auch nochmal so eine eigene Definition vielleicht dafür gibt. Vielleicht ist es so der generelle Glaube, dass es bedeutet, dass man ganz viele Anfragen bekommt, jeden Tag, dass das Telefon quasi nicht stillsteht und die E-Mails reinploppen. Hey, willst du bei unserem Projekt mitmachen? Hey, willst du in diese Jury gehen? Hey, willst du auf dem Panel sprechen? Willst du hier Head-Autorin oder Showrunnerin sein? Ich glaube, dass für viele das etabliert bedeuten, dass man gutes Geld verdient mit den vielen, vielen Anfragen, die man bekommt und es sich aussuchen darf, was man davon dann macht. Also, dass die Leute was von dir wollen, weil die in dir irgendwas sehen oder du eine Qualität hast, die du mitbringst. Richtig, genau. Und das bedeutet ja, dass sie deinen Namen kennen und dass sie wissen, was sie mit dir verbinden, welche Schreibe oder welche Geschichten sie dann da zu erwarten haben und das von dir haben wollen. Du hast in der ersten Folge erzählt, dass du nach deinem Studium eine kleine Agentur gefunden hast. Ich finde schon, dass das ein kleiner Step ist, Ja. irgendwie sich zu etablieren, weil es ist auch wieder natürlich so prestigeträchtig. Du hast eine Agentur, du hast jemanden, der für dich die Verträge verhandelt, du musst dich nicht darum kümmern, du musst dich trotzdem um Jobs kümmern. Ja. Ist ja nicht so, dass die Agenturen dir die Jobs täglich zuschieben, sondern es ist halt trotzdem immer noch eine One-Woman-Show, weil die Agentur hält dir nicht die Hand und läuft mit dir über Festivals und so weiter. Manchmal schon, Manchmal wenn man sie schon. darum bittet, ganz freundlich. Wie war das denn für dich? Also, du hattest dann die Agentur. Hattest du dann das Gefühl, dass das noch mal Türen geöffnet hat und dich 'n Schritt näher gebracht hat zum Etablieren? Weil du bist ja jetzt mittlerweile schon bei 'ner relativ großen Agentur. Also absolut hilft es, eine Agentur zu haben, um sich mehr zu etablieren, weil die Agentur quasi das Aushängeschild ist oder auch der Stempel ist, das sagt, guck mal, jemand hat sich schon mal die Sachen durchgelesen, jemand hat mal schon mal mit der Autorin oder dem Autoren gesprochen und hat die für so interessant und gut befunden, dass sie gesagt hat, dich nehme ich in meine Agentur auf. Und das ist für viele Produktionsfirmen so einen Stempel oder eben eine Sicherheit, eine vermeintliche, dass das dann eine gute Autorin sein muss. Und von daher ist es auf jeden Fall ein erster großer Step, eine Agentur zu finden, was gar nicht so einfach ist manchmal. Und du wirst natürlich auch gesehen, ne? Also, die haben 'ne Website, Ja. die schlagen dich vor, Ja. wenn's dann mal dazu kommt, dass irgendwas, einfach so mal reinploppt. Richtig. Das heißt, das hilft auch zum Etablieren. Unbedingt. Also, man sollte natürlich nicht eine Agentur jetzt nur auf Teufel komm raus finden. Es sollte schon eine Person sein, wo man sich aufgehoben fühlt und verstanden fühlt auch. Das finde ich schon wichtig, weil sonst fällt man vielleicht auch hinten über. Aber ansonsten finde ich das sehr, sehr, sehr wertvoll, da auch so eine mitstreitende Position dann noch mal zu haben, eine Agentin oder einen Agenten, die sich ja auch für einen einsetzen wollen. Das ist schon sehr viel wert und hilft, dass man auch sein Netzwerk noch mal erweitert, weil ich glaube, das ist so der nächste große Punkt, wenn es darum geht, sich zu etablieren, dann geht es immer darum, eben, wenn die Leute deinen Namen kennen sollten, Mhm. wie lernen sie dich denn kennen? Woher wissen sie denn überhaupt, es gibt die und die Autorin? Und da hilft eben eine Agentin oder auch eine Agentur-Website, wenn Leute nach Newcomern suchen, wen gibt's denn eigentlich gerade Neues? Und da gibt's doch die Agentur, die hat doch oft neue Gesichter oder eben auch neue schreibende Personen. Dann gucke ich doch mal da auf der Website. Ich fand das ganz interessant. Du hast gerade gesagt, du kannst es oder solltest es nicht erzwingen, weil das ist so ein Satz, ich sag den nicht gerne, aber er stimmt einfach so. It's a people's business. Mhm. Und am Ende verheiratest du dich sozusagen für einen intensiven und manchmal sehr langen Zeitraum mit Projektteilhabenden und so weiter und auch mit einer Agentur. Ja.
Und ich weiß, dass es bei mir so war, ich hatte ein paar Agenturen, mit denen ich gesprochen hatte und ich habe mich relativ schnell für eine entschieden, weil es hat einfach gematcht. Mhm. So, es war wirklich der Vibe hat gestimmt, wir hatten irgendwie einen ähnlichen Humor. Es war alles so ich dachte: „Ja, da fühle ich mich safe, damit fühle ich mich sicher zu gehen.“ Mhm. Und das ist vielleicht auch noch mal 'n wichtiger Punkt, weil ich sehr oft mitbekomme, dass einige versuchen, sich zu etablieren, indem sie einfach Türen einrennen, Ja. ne, also ohne Vorwarnung und so weiter. Hast du das Gefühl, dass so Eigeninitiative, also sagen wir mal, einfach Pitch Paper, Drehbücher Mhm. rausschicken, einfach vor 'ner Agentur stehen oder vor 'ner Produktionsfirma stehen und sagen: „Hey, hier bin ich, Mhm. nehmt mich. Mhm. Ich bin geil.“ Mhm. Hast du das Gefühl, dass das auch dazu hilft oder wie war dein Schritt, dein Netzwerk so zu erweitern, dass du auf Listen standst und dass dich Leute irgendwie auf dem Schirm hatten und auch sagen konnten: „Ey, ich habe mit Steffi 'n Gespräch gehabt und ich glaube, die passt gut auf dieses Projekt, Mhm. auf dieses nicht so gut, da würde ich eher jemand anderen anfragen.“ Gute Frage. Also, ich glaube, man muss die Leute immer dann erwischen, wenn sie auch offen sind dafür, dass sie angesprochen werden. Also, ich glaube, einfach nur vor der Tür zu stehen und du erwischt jemanden gerade in 'nem Moment, wo der mit dem Kopf gerade ganz woanders ist und kein Kopf dafür hat, jetzt zu sagen: „Sehr gerne lese ich dein Drehbuch, du Mensch, den ich noch nie gesehen habe, und Mhm. werde mir dafür jetzt irgendwie morgen 3 Stunden Zeit nehmen.“ Ich glaube, das ist unrealistisch. Aber was wichtig und richtig ist, was für mich funktioniert hatte, war mir eben zu überlegen: Wer macht denn eigentlich die Sachen in diesem Land, die ich gerne gucke oder die ich auch gerne schreiben wollen würde? Und habe dann geguckt, wer ist das? Wer steckt da dahinter? Wer ist die Produktionsfirma oder wer ist auch der Filmemacherin? Und habe dann auf Festivals oder auf Verleihungen, Veranstaltungen, wenn ich die da gesehen habe, dann dachte ich mir: „Jetzt ist der Moment, jetzt ist eine Veranstaltung, jetzt sind die da, um zu networken, jetzt sind die Mhm. da, um zu reden.“ Dann kann man auch mal kurz „Hallo“ sagen: „Ich bin die und die, ich habe da und da studiert, ich habe den und den Kurzfilm gemacht.“ Dazu muss man auch noch sagen, ich hatte 2 sehr erfolgreiche Kurzfilme an der Filmhochschule geschrieben, die auf sehr vielen Festivals liefen. Wir haben sehr viele Preise damit gewonnen. Das heißt, obwohl ich noch Newcomer war, kannten manche Leute trotzdem auch schon mich durch diese Kurzfilme. Und das ist dann schon so 'n Door-Opener, also wenn man schon mal Mhm. irgendwie etwas geschafft hat, wo die Leute sagen: „Ah, das warst du.“ Und dann zu sagen: „Und deine Sachen finde ich übrigens ganz toll“, und das auch ernst zu meinen, darüber Mhm. freut sich übrigens jeder. Und das ist immer gut, nicht einfach irgendwie in anzuquatschen und zu sagen: „Kannst du mal bitte für mich“, sondern zu sagen: „Ich finde, was du machst, richtig, richtig toll und ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht das, was ich mache, auch interessant finden könntest. Vielleicht wollen wir Mhm. mal zusammen 'n Kaffee trinken gehen und darüber sprechen.“ Weil das ist das, was ich gelernt habe, einfach nur irgendwas rauszuschicken an irgendwelche Leute, da kommt meistens keine Antwort, weil Mhm. die so viel zu tun haben, dass dafür einfach keine Zeit ist. Aber wenn ich ein persönliches, privates Gespräch mit jemandem geführt habe, dem von, weiß ich nicht, meinem Hund oder was auch immer erzählt habe, dann hat man eine andere Bindung zueinander. Und wenn dann die E-Mail kommt mit: „Und hier ist Mhm. übrigens mein Drehbuch, würde mich total freuen, wenn du es mal liest“, dann sehen die Leute das dann viel wohlwollender und sind dem dann sehr offen, und dann kann man dann auch nach ein paar Wochen auch mal nachfragen: „Hast du schon mal reingucken können?“ Und ich glaube, dass das für mich so einer der ersten Schritte war, eben dieses, krasse Networken, wo eben meine Agentin mir auch geholfen hatte, die dann auch so Veranstaltungen gemacht hat, wo sie KlientInnen eingeladen hatte und dann eben auch Produktionsfirmen, wo man sich kennengelernt hat. Und dadurch haben sich für mich dann meine ersten richtigen Drehbuchverträge daraus ergeben. Mhm. Also, eigentlich nichts erzwingen und nicht zu aggressiv vorgehen. Das ist, Also, nicht so aggressiv vorgehen, absolut. Erzwingen, finde ich, darf man es schon, mhm. indem man eben aktiv auf die Suche geht. Wer sind die Leute, die für mich potenziell interessant sind, für die ich auch potenziell interessant bin? Was sind meine Stoffe, die ich denen geben kann, indem ich eben Pitches schon Mhm. griffbereit in der Tasche habe, und dann gucken, wo es in einem Gespräch matcht. Und ich glaube, da darf man es Mhm. eben nicht erzwingen. Also, eigentlich läuft fast alles wieder darauf hinaus, dass wir sagen: „Kenn dich selber als Mhm. Autorin oder Mhm. Autor. Mhm. Weiß über dich Bescheid, so Ja, was willst du schreiben? ja, Was gefällt dir?“ ja, Und fass es auch mal in Worte, ja. damit du es anderen halt auch pitchen kannst, weil am Ende pitchst du ja nicht nur die Projekte, sondern du pitcht auch dich. Genau, und ich glaube, das ist der Punkt.
der vielen AutorInnen oft schwerfällt. Und ich finde das auch total nachvollziehbar und verständlich. Ich muss dazu sagen, dass meine ersten tapsigen Schritte, Leute kennenzulernen, die ich auch cool fand, ich war da auch total gehemmt und Mhm. das ist keine Empfehlung, das rate ich niemandem, aber ich habe mich auf diesen Veranstaltungen am Anfang immer betrunken, dann war ich gelöst und gechillt und etwas übermütig und dann hatte Also, ich es gibt ein erst die Chutzpe. Alkoholproblem in der Branche, das müssen wir Absolut. noch Und dazu ich sagen. muss dazu sagen, wirklich, dass letztes Jahr beim Filmfest München ein älterer Autor, dann auch einer jungen Autorin, als ich daneben stand, gesagt hat, trink einfach 2, 3 Bier und dann wird es schon. Deswegen, ich finde, Mhm. das ist kein guter Rat, aber das ist nur, um zu verstehen, diese Hemmschwelle ist natürlich gegeben und jeder versteht, wie schwer es ist, irgendwen einfach anzusprechen, so. Und Mhm. ich habe da für mich keine gute Lösung gefunden gehabt am Anfang. Für mich hat das dann so zum Glück funktioniert. Aber wenn du eine bessere Idee hast, wie man Leute anspricht, dann bitte. Ne, gar nicht tatsächlich. Also, betrunken, nein, auf keinen Fall. Würde ich Das auch niemandem jemals raten. habe ich schon öfter erlebt tatsächlich und, bis dahin, dass es sehr unangenehm Mhm. war, weil du hast schon recht, also, wir sind in der Branche selbst sehr durchmischt, was Menschen, so mitbringen. Also, ne, ganz viele, die auch schüchtern sind und ich habe es schon öfter erlebt, dass, Leute sehr betrunken waren und dass, es dann eher darum ging, dass man Mitleid hat. Ja. Was ich aber auch noch mal unterstreichen kann, ist dieses Wissen oder dass sich das Wissen aneignen, wer arbeitet wo und was haben die bisher gemacht und kannst du mit denen matchen. Ja. So passt es Ja. irgendwie. Passt es von den Projekten, passt es auch persönlich, weil wenn es nicht persönlich passt und, das ist auch etwas, was ich, letztes Jahr teilweise sehr schmerzhaft, erlernen musste, wenn du ein Bauchgefühl hast, Mhm. dann hör auch drauf, weil Unbedingt. manchmal oder fast immer stimmt es. Und wenn du merkst, ich glaube, über dieses Gespräch geht's nicht hinaus und du kriegst trotzdem ein Angebot und willst es trotzdem unbedingt machen, ist es manchmal trotzdem besser, Sachen abzulehnen, weil es kommt auch darauf an, wie etablierst du dich über welche Projekte, ne? Ja. Also, schaffst du's, also, keine verbrannten Brücken und so weiter zu hinterlassen, sondern auch zu sagen: „Ey, irgendwie das war gut, wir haben uns irgendwie gut verstanden und es kann auch ein zweites Projekt geben“, weil das ist ja eigentlich das Ziel und das gehört Mhm. zum Etablieren, finde ich auch dazu. Also, erstmal erfolgreich Projekte mit jemandem machen Ja. und dann daraufhin auch Folgeaufträge bekommen. Absolut. Ich will noch einen Ratschlag geben für alle, für die es schwer ist, einfach so Leute anzusprechen. Ich finde immer, es hilft, das nicht alleine machen zu müssen. Mhm. Also, wenn ihr SchreibpartnerInnen habt oder wenn ihr eine Regieperson habt, mit der ihr gerne zusammenarbeitet, dann, dass man im Duo oder auch im Kollektiv zusammen sich vorstellt, finde ich auch oft angenehmer oder leichter oder eben einfach, wenn man mit einer Autorenkollegin zusammen unterwegs ist und sagt: „Wir stellen uns einfach immer zusammen vor“, dann ist es immer schon Mhm. mal irgendwie angenehmer, als wenn man das alleine machen muss, wenn einem das schwerfällt. Und man kriegt ständig auch Absagen und dann sich nicht davon kleinkriegen zu lassen oder dann aufzugeben, sondern zu sagen: „Okay, ähm, das war doof. Dann mache ich halt jetzt was anderes oder dann mache ich jetzt trotzdem weiter.“ Das musste ich auch erst mal lernen, dass Mhm. das alles dazugehört. Und ich muss jetzt auch rückblickend sagen, ich klinge, als ob ich 95.000 Jahre alt wäre, ähm, dass ich aus den Projekten, die gescheitert sind oder aus Fehlern, die ich da gemacht habe, am allermeisten gelernt habe. Mhm. Und in dem Moment fühlt sich das alles total doof an, wenn man 'ne Absage bekommt oder wenn man eben schon so weit, das Projekt gebracht hat und dann kurz vor knapp passiert's dann Mhm. doch nicht. Dass man aber sich danach immer fragen kann: „Warum hat es nicht geklappt und woran lag's tatsächlich und was sind denn eigentlich die Gründe?“ Und dadurch lernt man auch total und wächst dann wieder daran. Und ich glaube, das war für mich auch 'n krasser Weg in diesen 10 Jahren. Ich habe eben Mitte 20 habe ich mein Filmstudium abgeschlossen und bin auch menschlich halt in der Zeit auch noch total gewachsen, war wirklich noch so 'n Mhm. bisschen grün hinter den Ohren und habe dann durch dieses Scheitern und wieder aufstehen und weitermachen und weiter auch Freude am Schreiben irgendwie sich zu bewahren, habe ich einfach wahnsinnig viel gelernt und bin, glaube ich, dadurch auch, ich glaube, inhaltlich dann auch besser geworden, aber auch menschlich reifer geworden
und habe dann auch gemerkt, dass damit dann auch mehr Projekte kamen, die ich dann auch tatsächlich wuppen konnte. Aber eben Mhm. erst dann, als ich schon mal auf die Schnauze gefallen war davor. Und hast du diese Reflexionsrunden hast du die nur mit dir gemacht oder hast du die auch immer mit der Projektleitung gemacht? Also, erst mal mit mir, dann mit meinem Freund, der ohne den ich wahrscheinlich jetzt heute nicht hier diesen Podcast machen würde, der mich immer wieder geerdet hat und, auf Mhm. den Boden der Tatsachen geholt hat und auch immer wieder daran erinnert hat, dass man hier nicht irgendwie eine offene Herz-OP bei einem Säugling hat, sondern dass man einfach nur, was auch immer man sich ausgedacht hat, aufschreibt und dafür Geld bekommt, so. Mhm. Und das hat mich immer wieder sehr gut zurückgeholt und, mich auch wieder neu motiviert. Und was war jetzt deine Eingangsfrage? Die habe ich schon wieder vergessen. Ob du das Gespräch auch mit der Ah ja, Projektleitung genau. gemacht hast, also dieses Ja, Reflexionsgespräch? ich habe das, glaube ich, mir oft nicht getraut, dann mit den Produktionen, die es dann oft waren oder auch Regie zu sprechen, weil ich immer dachte, ich bin ja nur die kleine Autorin und dass es jetzt nicht geklappt hat, ist auf jeden Fall meine Schuld und ich habe einen Fehler gemacht und, hätte das so und so machen müssen. Ich glaube, ich war da oft am Anfang sehr, sehr wenig selbstbewusst und dachte, dass man als Autorin das sich gar nicht anmaßen darf, da irgendwas in Mhm. Frage zu stellen oder mal zu sagen: „Hey, das war echt nicht in Ordnung und da habe grade nicht ich den Fehler gemacht, sondern ihr.“ Das habe ich mir gar nicht zugetraut. Das Mhm. musste ich mir auch erst erarbeiten, beziehungsweise dann auch im Gespräch mit anderen AutorInnen. Das habe ich dann irgendwann gelernt, dass der Austausch mit anderen, die genau das Gleiche erleben, einem total viel hilft auch und dadurch bringt und weiterbringt. Am Anfang habe ich mich sehr alleine gelassen gefühlt gehabt. So nach der Filmhochschule ist man immer so die einzige Autorin irgendwie gewesen. Dann ist da immer die Produktionsfirma, ganz viele Leute, dann ist da die Regie, dann ist eine Redaktion. Aber wo sind deine anderen Autorinnen? Die gab es dann nicht. Das ändert sich ja zurzeit total, weil es viel mehr Kollektive gibt oder Mhm. Schreibteams. Und das ist total wichtig, dass man das eben nicht nur alleine mit sich ausmacht. Ich habe das damals viel alleine mit mir ausgemacht. Ich habe das natürlich auch mit meiner Agentin besprochen, die dann, mir versucht hat, da Tipps zu geben, was auch total hilfreich und wertvoll ist. Aber das noch mal mit jemandem zu teilen, der das Gleiche wirklich erlebt hat schon, das ist total viel wert. Mhm. Um noch mal auf das Thema Etablieren zurückzukommen. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Ich stehe diesem Satz: „Wie etabliere ich mich?“ oder dieser Frage sehr kritisch gegenüber, Mhm. weil es gibt ja ganz viele AutorInnen, die sehr etabliert sind, würden sie auch von sich sagen, die aber jetzt nicht, irgendwo ständig in, Credits auftauchen oder die das nicht so groß an die große Glocke hängen, sondern die eben in Dailies und Weeklies arbeiten oder die ganz viel dramaturgische Beratung machen oder Ghostwriting und so weiter und Mhm. so fort. Die Ghostwriting-Leute wollen vielleicht nicht etabliert sein, aber ich habe so ein bisschen Probleme mit dieser Frage, weil es steht ja so ein bisschen im Raum: Bedeutet etabliert sein erfolgreich sein? Und in welcher Form definiert man das? Und was bedeutet es für jede einzelne Person? Ja. Hast du für dich so eine Definition dafür, wo du dachtest: „Ah, okay, jetzt nach 5 Jahren bin ich etabliert. Ah, jetzt nach 7 Jahren bin ich etabliert.“ Oder hast du das gestern gedacht, dass dir dann in den Sinn kam: „Ich glaube, ich bin 'ne etablierte Autorin und die Leute kennen mich und fragen mich an?“ Ich habe das tatsächlich so, glaube ich, erst seit meine Paramount Plus Serie draußen ist, seit letztem Jahr, A Thin Line, gemerkt. Und in dem Zuge hatte ich dann tatsächlich auch eine PR-Agentur für ein halbes Jahr, Mhm, weil mir auch jemand gesagt hat, dass es wichtig ist, um mich zu etablieren, dass ich gesehen werde und die Leute auch wissen, erstens, dass es mich gibt, zweitens, wer ich bin, drittens, wie ich aussehe. mhm. Und dass es total cool ist, mit mir zusammenzuarbeiten. Also, dass es ganz Ist wichtig es ist. tatsächlich. Das musst du jetzt sagen. Genau, aber das habe ich tatsächlich auch mal ausprobiert, weil das für mich, glaube ich, auch, ohne dass ich das jetzt jemals so hätte formulieren können, für mich schon auch die Frage war eben: Wann ist man da? Mhm, Und ich glaube, für mich ist wirklich dieses Etabliertsein, in Anführungszeichen erfolgreich sein, bedeutet für mich persönlich, dass ich den Luxus habe, an den Projekten zu schreiben, auf die ich Bock habe, und zwar nur mit Menschen, auf die ich Bock habe.
Und Mhm. damit Geld zu verdienen und sonst nichts anderes machen muss, das ist für mich ein sehr, sehr großer Erfolg. Und das bedeutet für mich, glaube ich auch, das schaffe ich erst in dem Moment, wo ich etabliert bin. Mhm. Weil ich dann eben diese ganzen Anfragen kriege, wo dann zwischendurch auch mal die Perlen dabei sind und ich auch mit meinen eigenen Projekten, die ich vorantreiben will, zu Produktionsfirmen gehen kann, mittlerweile auch zu Sendern, Streamern gehen kann, die mich Mhm. mittlerweile eben auch schon kennen, weil ich schon mit denen zusammengearbeitet habe und sagen kann, hey, ich habe hier die und die Idee oder die und die Serie, habt ihr da Lust drauf? Und ich glaube, Mhm. das ist für mich dann jetzt dieses Etabliertsein, aber eben auch, dass Leute sagen, Steffi, 10 Jahre hat's gedauert. Wow. Hast du das Gefühl, dass die PR-Agentur dir dabei geholfen hat, dass du dich ein bisschen etablierter gefühlt hast oder dass es vielleicht eher bei den Leuten angekommen ist? Weil es gibt ja diesen Spruch: „Tu Gutes und berichte drüber“ oder so. Oh, ich bin so schlecht in so deutschen Sprichwörtern. „Tu Gutes und berichte drüber.“ Keine Ahnung, noch nie gehört. Ähm, also es ist eben so absurd, weil man als Autorin ja eigentlich nicht mit seinem Aussehen für etwas steht, sondern mit dem, was man schreibt, was ja Mhm. sehr unsichtbar ist am Ende. Und ich aber eben auch mich gefragt habe, warum ist es jetzt eben so, dass mich Leute noch nicht als etabliert empfinden? Und dieser Rat kam: „Mach das mal mit der PR-Agentur, damit du dich als eine Marke positionierst.“ Zum Beispiel, und ich finde, das sind etablierte Drehbuchautoren, sind die Haribos, Mhm. die zum Beispiel die Netflix-Serie Cleo geschrieben haben oder 4Blocks und die einfach wahnsinnig viel machen, wahnsinnig viel angefragt werden, wenn es um etablierte Drehbuchautoren geht. Ich glaube, dann denkt man immer an die Haribos als allererstes und das ist einfach eine super coole Marke. Und die Frage ist, wie kann man sich genauso auch so platzieren, dass die Leute wissen, wer du bist und wofür du stehst. Und jetzt hatte ich eben an dem Punkt schon einige Sachen gemacht und trotzdem dadurch, dass ich so in unterschiedlichsten Genres irgendwie aufgetaucht war, konnte man mich, glaube ich, auch noch nicht so richtig gut greifen. Und dann eine PR-Agentur zu haben, die sagt: „Wir positionieren dich so und Mhm. wir machen das und das mit dir und wir schicken dich in den Podcast und wir ziehen dich auf der Veranstaltung so an, damit du eben auch mal herausstichst, damit die Leute dich sehen und sich fragen: ‚Oh, wer ist das denn?‘“ Ich kenne das Foto. Ähm, und das muss ich sagen, natürlich in Kombination, dass ich gerade eine große Streaming-Serie als Head-Autorin geschrieben hatte, war das tatsächlich, hatte ich das Gefühl, super hilfreich in dem Sinne, dass die Leute plötzlich über mich geredet haben, mich auf dem Schirm hatten, ich sehr viel mehr, gehört haben: „Ach, du bist doch die Steffi, wir haben gerade über dich geredet“, von Leuten, die ich in meinem Leben noch nie gesehen hatte. Und da hatte ich schon das Gefühl, es, hat geholfen. Ich muss dazu sagen, es ist unfassbar teuer. Mhm. Auch das muss man sich wie bei so Filmen, auch darüber können wir reden, leisten können, dass Mhm. sich zu etablieren, eben viel für umsonst schreiben oder für viel zu wenig Geld schreiben, dass diese Zeit zu investieren, das muss man sich leisten können. Ja, definitiv. Ich merke das auch. Ich habe ja erst vor Kurzem den, Kurzfilm gedreht, der auch von der Filmstiftung gefördert wurde. Und ich liebe Kurzfilme. Ich finde, Kurzfilme müssten auch anerkannt werden als Filme, die auch im Kino laufen können und so weiter. Ja. Das ist nicht nur ein Format, was, Studis machen sollten. Also, mir war es auch wichtig, diesen Film zu drehen, weil ich einfach das Drehbuch sehr mag und ich das super gerne inszenieren wollte. Mhm. Aber auch natürlich, weil ich gefragt werde: „Hast du 'n Kurzfilm?“ Und Ja. egal, wie viel ich bisher gedreht habe, wenn ich keinen Kurzfilm habe und Ja. nicht sagen kann: „Das ist meine das federführend bin ich da für die Umsetzung, für die Vision zuständig. Ja. Guckt euch das an. Wie findet ihr das?“ Und das ist natürlich, weil du gerade Geld angesprochen hast, da ist sehr viel Arbeit pro bono Ja. eingeflossen und zwar nicht nur von mir, sondern von dem ganzen Team. Mhm. Beginnt mit dem Drehbuchautor, weiterführend mit Produzent und so weiter und so fort, Einreichung, alle Steps, die jetzt über mehrere Jahre gedauert haben, Ja. bis hin zu der Produktion. Und es sind ganz tolle Leute mit eingestiegen, die jetzt auch eben pro bono, Schnitt machen, Farbkorrektur, Sounddesign, also auch große Firmen wie BTF, Act, Headquarter, We Fade to Grey, was total toll ist. Das sind wirklich Namen, aber es ist krass, weil das ist das Sprungbrett,
sozusagen, um dahin zu kommen, ein Aushängeschild zu haben Ja, und zu sagen: „Das bitteschön, guckt ja. euch das an.“ Ich glaube, dass viele da einfach an den Ressourcen scheitern. Und ich habe letztens einen Artikel gelesen ich kann mich leider nicht mehr an den Namen der Autorin erinnern, Mhm. aber eine alleinerziehende Frau, die gesagt hat: „Drehbuch schreiben ist nur für reiche Leute.“ Ja, Dann dachte ich so: „Autsch, das stimmt irgendwie auch.“ ja. Und es gehört ja nicht immer nur Talent dazu, Mhm. es zu schaffen. Es gibt, glaube ich, ganz viele talentierte Ja. DrehbuchautorInnen, die es nicht schaffen. Es gehört ja auch ein bisschen Glück dazu, weil ich glaube oder beziehungsweise sagen wir mal, es müssen viele Mhm. verschiedene Dinge zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Leuten zusammenkommen. Ja. Ja, gebe ich dir voll recht. Also, ich glaube auch, dass ich sehr viel Glück hatte. Und ich glaube, dass man sich Glück zu einem gewissen Anteil erarbeiten kann, aber halt auch nur zu einem gewissen Anteil. Also, dass ich studieren konnte, das lag vor allem daran, es war mein Erststudium, ich habe BAföG bekommen. Ich weiß, dass andere, die an der Filmhochschule waren, mit mir sich haushoch verschuldet haben, weil sie Kredite aufnehmen mussten, dass sie dafür wirklich sehr viel in Vorleistung gehen mussten, ohne zu wissen, zahlt sich das jetzt aus? Und nicht bei allen hat sich das ausgezahlt, im Sinne von, sie sind jetzt vielleicht nicht etabliert in dieser Mhm. Branche, aber vielleicht glücklich irgendwo anders. Und von daher klar, es muss wahnsinnig viel zusammenkommen, damit man überhaupt erst die Bedingungen bekommt, um auch schreiben zu können. Es gibt ja auch das Buch von Virginia Woolf, boah, jetzt will ich nichts Falsches sagen, A Room of One's Own, dass Mhm. man ein Zimmer braucht, ein eigenes Zimmer, um schreiben zu können. Und das als Frau zu haben, das ist was sehr Besonderes. Und das habe ich tatsächlich zu Hause. Mhm. Aber das ist was sehr Besonderes. Die meisten haben kein eigenes Zimmer, kein eigenes Büro, in dem sie schreiben können, einfach weil sie sich das nicht leisten können oder weil das dann halt das Kinderzimmer ist, aber nicht das Zimmer, in dem sie schreiben können. Also, es gehört immer wahnsinnig viel dazu. Es gehört wahnsinnig viel Mhm. Unterstützung dazu und zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Themen zu sein. Wenn ich vor 10 Jahren, 11 Jahren die Serie, die ich jetzt als Showrunnerin schreibe, versucht hätte, an den Start zu kriegen, das wäre niemals gegangen, weil es um eine deutsch-chinesische Familie im Schwarzwald geht. Wen interessierte das damals? Ich habe jetzt das Glück, dass es mehr Offenheit für bestimmte Geschichten gibt, die ich immer schon erzählen wollte, aber noch gar nicht erzählen konnte. Und so passt bei mir dann viel zusammen, wo andere sagen: „Ja, aber du hast halt auch krass viel Glück gerade und denen gebe ich recht.“ Da Mhm. kann ich auch nichts für, außer zu sagen, dann versuche ich jetzt das Beste auch draus zu machen aus den Umständen, die ich aber, wie gesagt, mir natürlich auch sehr hart erarbeitet habe. Also, ich glaube, Auf das kommt immer jeden dazu. Fall. Ja, Bei dir also ja es genauso. Also, wie du sagst, du hast ja auch dein krasser Werdegang, den ihr in Folge 1 hören könnt, dahin zu kommen und jetzt zu sagen: „Jetzt habe ich meinen Film gedreht“ und was da alles davor war, das sieht man ja dann immer mhm. gar nicht. Und auch die ganzen Absagen und der ganze Schweiß und genau, aber nicht für alle heißt das dann, wenn man diesen Weg geht, dass die das gleiche Glück haben oder die gleichen Umstände haben und dann vielleicht auch was dazwischen kommt und es dann viel, viel länger vielleicht dauert, um sich zu etablieren. Mhm. Total. Ich glaube auch, es braucht ganz viel und trotzdem gibt es keine Garantie. Nein, auf keinen Fall. Ja, das glaube ich auch. Ja. Es gibt keine Garantie. Und für die Nicht-Garantie, die es halt gibt, Ja. brauchen wir immer einen Plan B. Ja. Würdest du denn sagen, du könntest abschließend so noch mal den NewcomerInnen und den lieben Menschen da draußen, die alle unbedingt schreiben wollen und die darin aufgehen, könntest du denen in einem Satz einen aufmunternden Tipp geben, wie sie sich etablieren können oder wie sie weitermachen sollen? Habt Freude am Schreiben und einen langen Atem. Was ist dein Satz? Seid mutig, tut euch mit den richtigen Leuten zusammen und hört auf euer Bauchgefühl. Sehr wichtig. Sehr gut. Das war's heute von uns mit dem Writer Statement. Ich heiße Stefanie Rehn. Ich bin Fitore Musaki. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr uns gerne ein Feedback hinterlassen oder Kommentare überall, wo es Podcasts gibt oder auch auf unserer Instagram-Page, die heißt auch Writer Statement Podcast. Und wir freuen uns über alles, was ihr an Anregungen oder auch Fragen oder auch zusätzlichen Themen uns schicken möchtet. Bis bald.